Hey Freunde, es geht weiter. Oh, nach einem wirklich tollen Essen, muss ich sagen, ist nichts Besseres als bei einem schönen englischen Tee. Zu entspannen bei englischen Abenteuern. Und deswegen, Freunde, hören wir uns jetzt mal an, was die hier zu sagen haben. Oh ne. Was in der Firma Amor Capello vorgefallen ist. Okay. Frau am Boden zerstört. Tod im Tresor. Aha. Okay. Skandal in der Presse. Vendetta. Okay. Probieren wir nochmal. Hat wahrscheinlich nichts mit unserem Fall zu tun, aber tut ja nicht weh, sich das mal anzuhören. So. Vendetta. War eine Vendetta? Nee. Beteuert seine Unschuld. Skandal in der Presse war es nicht. Unter der Matratze war es auch nicht. Tod im Tresor. Frau am Boden zerstört war nicht. Firma Amor Capello. Fertig. Easy. Going. Jetzt muss ich nur noch den Erstversuch aufschneiden, dann sieht es aus, als wüsste ich, was ich tue. Ein mitgehörtes Gespräch weckte sie meine Neugier. Basilio Capello, Inhaber der bekannten Sicherheitsfirma Amor Capello, wurde festgenommen. Er befindet sich in einer misslichen Lage, da in seinem Firmengebäude eine Leiche in einem Tresor gefunden wurde. Basilio Capello beteuert seine Unschuld, aber die Faktenlage spricht gegen ihn. Er wird in der Zelle in der Polizeiwache festgehalten. In the police. Neuer Fall. Let's pretend to be cops, eh? We can just stand around and look confused. Ja, ist schon wieder ein neuer Fall. Aber eigentlich Beweismittelraum. Good day. Your ticket, please, if you want me to help you. Gucken wir uns diesmal nämlich die Beweise an. Wir haben da nämlich diesen Schein und der sagt... I'd like to check the evidence from this case. And who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner, Sehe then? ich scheiße aus. Let me Was habe ich see. da an? Ah, a ritual murder. Ein A bunch of Hauptperverser. degenerates. Wait a second. I'll bring it to the table. Ja, ziehen wir uns erstmal um. Da sieht man die Waffe. So, was haben wir denn hier? A heavily perfumed handkerchief with the initials KM in the corner. It's a miracle this ruby hasn't tempted anyone. Stimmt. All the keys of the mansion on one golden ring. Kurt. Was war Kurt? Okay. Was haben wir hier? Matista. Her key to the altar room. Ist das eine Bombe? A handcrafted charm that contains hair and nail clippings. Okay, krank. That's not for bedtime reading. That's not for bedtime reading. This ex libris belongs to Manchios Library. Bei der Festnahme von Batista fand die Polizei das okkulte Buch in ihrer Tasche. Dem Ex Libris zufolge stammt das Buch aus Mr. Manchios Bibliothek. Es beinhaltet Illustrationen und Beschreibungen eines Rituals aus dem Ritual von Manchios Anwesen ähnelt. Bereitet den nackten Körper der kürzlich verstorbenen Person vor. Male Symbole der Planeten Mars und Venus, um die Kraft, die du besitzt, zu verstärken. Durchbohre das Herz mit einem goldenen Dolch, um das Blut entweichen zu lassen, das dich nicht liebt. Male ein Symbol auf, das deine Liebe präsentiert. Sage, während du auf die Wiederbelebung wartest, die Zauberformel auf. Wiederbelebung? The book describes a ritual similar to the one performed in the Das ist altar. genau das, was passiert ist. An emergency kit for boredom. Für Langeweile. Heroin. Fabios Brief. Dieser Brief befindet sich im Beweismittelbehälter von Werner Vogel. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Sie können Ihre Verbitterung einfach nicht im Zaum halten. Zumindest nicht in meiner Nähe. Für mich ist es ein viel zu großes Risiko geworden, solch ein Verhalten einfach hinzunehmen. Es geht niemandem etwas an, mit dem ich rede, spiele oder zusammen bin. Da hat sich niemand einzumischen. Ich lasse mir nicht gefallen wie Matista. Sie bezahlt mich, aber deswegen bin ich noch lange nicht ihr Eigentum. Natürlich werde ich ihre großzügige Geschenke behalten, auch wenn sie ihren letzten fürchterlichen Ausbruch nicht ungeschehen machen können. Ich verlasse sie. Matista wird aber bleiben. Fabio. Oh,
Not the time for privacy. Oh. Oh. Werner's personal sketchbook. Thank you, officer. Chief ins... Die sind ja gut drauf dafür, dass die kleinen Perversen alle geschnappt worden sind. Besaufen die sich hier im Revier? Da steht sogar Bier... Nee. Betty. Okay, da steht Betty drauf. Das ist wohl für Betty. Kleine Ding da. Was haben wir denn hier? Ha? Hier stimmt was nicht. Vogel, wir müssen reden. Was soll der Brief? Wer bist du? Ach, ja, Watson. Ja, ich habe schon lange nicht mehr aufgenommen wegen der Krankheit und so. Dieser Brief befindet sich im Beweismittel von Werner. So, the police found a letter from Fabio in your pocket. I cannot tell if it was truly in my pocket at all. Perhaps it was placed there later. Ach, erzähl Well, nicht. that is one hypothesis. If it were true, then how did it get there? No clue. But this night has been rather eccentric. Such a detail could have easily eluded me. Indeed. Do you recall reading it? I can't remember that either. But I tend to respect privacy. Reading others' personal notes is not one of my perversities. Er sagt, er wär's nicht. The air here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. Okay, so viel Blut an der Wand. Ah, da wurde wohl mein Nachbar bewirrt. Doch. Die den Elefanten da misshandelt haben. Was waren das für kranke Bastarde? Ich komme noch nicht drauf klar. Wer Elefanten die ganze Zeit zu misshandeln. So, das war die Martida. This book, The Power of Love, Blood and Mandrake, what do you hope to achieve? To learn more about the invisible strengths that govern us. Occultism is real. The master who fell that night when Fabio and I escaped, I made him fall. I cast a spell on him and it worked. Or was it a coincidence? The universe is rarely so lazy. If you say so. This is the letter the police found in Mr. Vogel's pocket. Fabio wrote it. Do you know anything about it? I don't. Although I can feel Fabio's energy. It's there, but it refuses to let me analyze it. Do you practice occult rituals? For protection? For fortune? To wash Die ist schon away the verdammt ugliness of verdächtig, the ne? world? Sometimes to survive. I have the gift, and I'm learning to use it better. Did you use your gift on Fabio? I only used white magic. Love charms lately. Fabio became so distant. I just wanted him to be with me, but I suppose I'm not as skilled as I thought. I know I can handle the news. I've read this letter from Fabio. It had no addressee, but it was found in Mr. Vogel's pocket. Werner? Strange. I didn't think the two of them corresponded. I'm sure there is some explanation. Would you care to read it? Call me superstitious, but I don't care to read a letter from a dead man. Do you recognize this book? Could Matista have borrowed it from your library? She didn't ask me. How ungrateful. The things described in the book were inspiration for the rituals you performed? Do you really believe that blood, symbols, and incantations can resurrect the dead? They are just eerie tales with a mix of occultism and voodoo. My rituals are a stage to show some of the forbidden pleasures.
So, jetzt gehen wir noch zu dem Santos. Wo immer der sitzt. Santos! Wo ist der Hund? Santos? This area is restricted. Ah, da sind Schwerverbrecher. Ey, warte, was ist das denn? Wo ist Santos denn? Bin ich blind? Da ist die Matida. Da ist er. Da ist Vogel. Nee, komme ich nicht rein. Wo ist Santos? Ist Santos weg? Ach du Scheiße, wie sieht der denn aus? Das erinnert mich an Alibaba und die 7 Räuber. Da waren mehr, ne? 49 Räuber? 100 Räuber? Ah. Alte Märchen, ich nicht mehr so. Okay, das hatten wir schon. Mhm. Ja, super. Okay. Batista vollzog womöglich ein Ritual. Hatte Gefühle für Fabio. Wütender Brief an Fabio. Das hätte gepasst. Okay, wütender Brief. Dann haben wir noch den Hausmeister. Vogel wegen des Briefs im Gefängnis. Der hat ja schon gesagt. Aber das ist mega suspicious. Wir brauchen mehr. Der ist mega suspicious. Wo finde ich den? Ah. Da ist der Typ. Den können wir fragen. You'd better ask me a question I know how to answer. I don't think I can tell you anything about this. Have you considered Mr. Santos Pinchetti as a suspect? The snitch? Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the crime scene. Could have testified only to circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch him. Stay here. Ah, seht ihr? They brought him in, Mr. Holmes. Here's the key to interrogation room number 7. Mr. Pinchetti didn't even resist. Entschuldigung, Freunde, ich brauchte Thank you. nach so viel Wochen mal wieder im Moment, um reinzukommen. Der war also wieder nach Hause gegangen. Der wurde ja entlassen, nachdem er sich gemeldet hat. Ich habe ja nur das Protokoll gelesen, mit den Leuten geredet. Raum 7. Als wäre nicht nummeriert. Da ist 3, okay. Da ist 4, dann ist 7 hinten. 8, 7. Mr. Pinchetti, a pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. I've already told him everything I know. I'm only a witness, sir. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional. But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds. Dreck. Gepflegte Löcher. Blut. Blut?
Blut und dann geht er mit aufs Polizeirevier. Warum hat er sich nicht mal umgezogen? Neues Hemd? Nachgefärbt. Man sieht das hier am Revier. Ja. Und guck mal da, der versucht einen Bluterguss zu verdecken. Ah, okay, oder eine Entzündung kann ja auch sein, ja. Mhm. Finanzielle Schwierigkeiten. Der Körper zeigt Anzeichen von Schuppenflechte. Mr. Pinchetti verbirgt seine kranke Haut unter Schminke. Der Anzug des Haushofmeisters weist mehrere Löcher auf, die geflickt und genäht wurden, damit der Anzug neuer wirkt. Hat Mr. Pinchetti ihn gefärbt. Oberster Diener, obwohl er die Höchstpriorität unter Bediensteten im Haushalt innehat, scheint er arm zu sein. Scheint er vergleichsweise arm zu sein. Okay. Mr. Pinchetti scheint zwar über ausreichend Geld für ein alltägliches Leben zu verfügen, gibt aber sehr wenig wie möglich, so wenig wie möglich davon aus. Unreinheit seines Körpers kaschiert er mit Schminke. Für ein zeitgemäßes Äußeres hat Mr. Pinchetti seinen Anzug mehrfach neu gefärbt. Um noch mehr Geld sparen zu können, hat er mehrere Löcher in dem Anzug selbst geflickt. Was hättet ihr gesagt, Freunde? Schreibt mal gerne in die Kommentare, aber ich sage, er hat finanzielle Probleme. So geizig kann ich nicht sein. Was will ich denn mit dem ganzen Geld? You are the majordomo of a rich mansion, and you seem barely able to afford decent clothing. You hide, under heavy makeup, a skin disease that might be treated with more onerous but less harmful means. Do you have money troubles? I do not have a lot of means. The pay is below what you might expect. But you could easily change your job if your employer does not meet your elementary needs. One can change his employer, that is true. And the blood on your shoe, where does that come from? I don't actually know. Perhaps from a guest? Was? Did you know Fabio? Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always, Fabio-centric? And Batista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose. Okay. Hatte Schlüssel. Aha. Please let me out. Ah, da sind seine Sachen. Der Schlüsselbund. I recognize the key from the altar room among these. Eine kurze Notiz, die dem Testament beigefügt wurde, lautet: Santos, mein närrischer Faulpelz. Du hast mich angefleht, dich in meinem Testament zu berücksichtigen. Und das habe ich hiermit getan. Anbei die aktuelle Fassung meines Testaments. Kurt, ein Auszug aus dem Testament lautet: Santos Pinchetti, Haushofmeister des Manchios-Anwesens, erhält eine Glasbadwichse. Erhält ein Glas Badwichse und eine Salzlampe, damit er sich stets an seine fürsorglichen Arbeitgeber Kurt Manchio erinnert. Okay. Okay. Okay, er ist wirklich arm. Und er hasste den Typen. Sein Chef. Also wollte er seinen Chef an den Pranger stellen. Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage. Isn't that a little extreme, even for a majordomo? He's not only my employer, he's my uncle. And I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love, cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it that bad? You have a roof above your head, a salary, and the status of a majordomo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? My mother, my uncle's sister,
had me illegitimately. She died, and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties, he paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship. Okay. Okay, das ist... Ja, ja. Nein, 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 das passt nicht. Santos Pinchettis Aussage und der Inhalt des Briefs deuten darauf hin, dass der Brief an Lord Manchio ging. So, wer war's? Mr. Manchios machte sich nur frisch, Mr. Manchios wusch sich nach dem Mord. Passt nicht. Damit würde es wieder passen. Okay, uns fehlen noch Sachen. Testament und Notiz. Da können wir auch noch den Manchios selber fragen. Fabios Brief. Der Brief, der sich Mr. Vogels Tasche befand, könnte für Kurt Manchios bestimmt gewesen sein. Dann hat er gelogen. Manchios hat gelogen. There is undeniable evidence that you were the original recipient of this letter. What are you talking about? Is it addressed to me? Your protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me? Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself as yours. Since you deny everything, let's move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. So, Freunde, wir können ihn noch mehr fragen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Also gerne wieder einschalten und bis dann, euer Toshi. Mr. Manchios. Ciao. Wait just a moment, I have something to check.